In Genf regt sich aufs neue internationales Leben. Wir notieren die Ankunft von Herrn und Frau Hambro aus Norwegen. Herr Hambro, norwegischer Stortingpräsident, wird die letzte Völkerbundsversammlung präsidieren. Der Völkerbundspalast erwacht, so tief wie viele meinen konnten, hat er überhaupt nie geschlafen. Es gilt jetzt, das Parlamentsgebäude der Nationen den Abgeordneten im alten Glanz zu zeigen und dabei auch die Abgeordneten der Presse günstig zu stimmen. Das Postamt gestellt, die Säle für die Kommissionen werden eingerichtet. Wasser, um eifrige Redner zu stärken, ein Präsidentenhammer, um allzu eifrige zum Schweigen zu bringen. Drucksachen und Berichte für alle Mitgliedstaaten. Viele Dienstzweige des Völkerbundes haben während des ganzen Krieges weitergearbeitet. Die letzten Vorbereitungen werden beraten. Zu Rechten des Präsidenten, Generalsekretär Lester und Schatzmeister Jacqueline. Die Wiederaufnahme der schweizerisch-russischen Beziehungen kann erfreuliche Folgen für Genf als internationales Zentrum haben. Herr Hambro und Herr Lester sind sehr zuversichtlich. Die Geschichte, sagt uns Generalsekretär Lester, wird dem Völkerbund einen hohen Rang in der Reihe der Versuche einräumen, eine internationale Rechtsordnung zu schaffen. Ich hoffe zutiefst, dass die neuen Hüter der Flamme, die hier entzündet wurde, erfolgreich seien. It is my earnest hope that every success will attend those into whose hands will now pass the guardianship of the flame faithfully tended here during a quarter of a century of war and peace. Und Präsident Hambro fügt bei, der Völkerbund wird aufgelöst, um einer neuen, stärkeren, besser ausgerüsteten Organisation Platz zu machen, die Gewähr für die Entwicklung internationaler Zusammenarbeit bieten wird. De droit et de justice. C'est pour pouvoir faciliter la tâche d'un nouvel organisme plus fort et plus stable qui va assurer la continuité et le développement des efforts internationaux. Der Genfer Völkerbundspalast im April 1946. 1939 musste die 20. Völkerbundsversammlung für die Dauer eines grausamen Krieges vertagt werden. Noch einmal kommen Delegierte aus aller Welt ins Parlament der Nationen, um über seine Auflösung zu beraten. Ein kluger Förderer internationaler Zusammenarbeit, Monsieur Carton de Viard. Die Delegierten Großbritanniens. Präsident Hambro, Norwegen. Einer der Mitbegründer des Völkerbundspaktes, Lord Cecil, England. Und der Vertreter Frankreichs, Paul Boncourt, brillanter Verteidiger der Völkerbundsidee. Die Versammlung wird beginnen. Ein großer Versuch, die Völker zu einen, geht jetzt zu Ende. The meeting is called to order. Ladies and gentlemen, in my capacity as President, der Präsident eröffnet die im Kriegsherbst 1939 vertagte 20. Versammlung. The assembly open. Since the assembly of the League of Nations, seit der Vertagung fiel die Weltordnung in Stücke. Mühsam erhebt sie sich heute aus der Katastrophe, sagt Herr Hambro. And a new, and we trust a better one, is slowly and painfully emerging from the debris and the disaster. Nicht der Pakt hat versagt, verkündet mit bewundernswerter Frische der Greise Lord Cecil. Die Regierungen haben versagt. Wir müssen von Neuem beginnen. Resting not only on the narrow interests of our own nations, but even more on those great principles of right and wrong, on which der Völkerbund ist tot, lang lebe die Organisation der Vereinten Nationen. The League is dead. Long live the United Nations. In Paul Boncourt hat die Idee der kollektiven Sicherheit einen glänzenden Vertreter. Mesdames, Messieurs,
Er weist mit Schärfe nach, dass der Völkerbund nicht hätte versagen müssen und nicht immer versagt habe. Die UNO, bemerkt Paul-Boncourt, wird unsere Erfahrungen dringend nötig haben. Und Bundesrat Petitpierre betont, dass die Schweiz dem Ideal des Völkerbundes, das die Vereinten Nationen aufs Neue verkündeten, treu bleiben werde. Ohne dieses Ideal, sagt Herr Petitpierre, hätte die Schweiz keinen Bestand und wäre wohl auch nicht zum Sitz eines Parlamentes der Völker gewählt worden. L'Organisation des Nations Unies reprend aujourd'hui, parce que cet idéal est la raison d'être de mon pays, qui sans lui n'aurait pas pu survivre et n'aurait peut-être pas été choisi comme premier siège d'un Parlement mondial. Das Ende des Völkerbundes. Aber Präsident Hambro äußert in seiner letzten Rede Hoffnung und Zuversicht. We look at the past as we look to the future with calm and patient confidence. Selbst dieses Gebäude, sagt er, Even this building wird seinem Zweck auch in Zukunft dienen. will continue to serve its purpose. Und dann schließt Herr Hambro die letzte Sitzung der letzten Versammlung. I now declare the last meeting of the 21st and last Assembly of the League of Nations closed. Das Schicksal der Welt hängt davon ab, ob Herr Hambro mit seiner Zuversicht Recht behalten werde. Internationale Zusammenarbeit ist die Existenzgrundlage der Schweiz, hat der Bundesrat Petitpierre mit Minister Röger und Nationalrat Grimm, Delegierte der Schweiz, in diesem Saale gesagt. Aus dem Ende muss ein neuer Anfang werden, sonst bleiben die Tore in eine lebensfähige Welt für immer geschlossen.